Verdammt! Ja gut, ich weiß, es ist nicht unbedingt der Viper, sondern nur Pflaumenwein und ja, ich werde mich wahrscheinlich jetzt nicht auflösen, glaube aber trotzdem dran, dass ich in ein paar Stunden zumindest den Eindruck habe, dass sich meine Eingeweide verflüssigt haben. Der Body Melt Horror ist einer, den man auf der Toilette wahrscheinlich nicht so gerne erlebt, dafür allerdings im Kino und im Fernsehen umso lieber. Dabei ist das Genre des Body Melt Horrors eigentlich ein relativ kleines. Es gibt nicht wahnsinnig viele nennenswerte Einträge in das Genre, die brennen sich dafür aber ganz besonders in unser liquefiziertes Cerebrum. Einige Beispiele davon sind zum Beispiel The Blob, Body Melt, Society, The Stuff, aber der Ultimate Body Melt Horror, das krönende Flaggschiff dieses Genres, ist definitiv Jim Monroes absolut großartiger Streifen Street Trash. Und apropos Regisseur Jim Monroe, ein Name, den wahrscheinlich die wenigsten von euch bis jetzt gehört haben und wenn, dann wahrscheinlich nur im Zusammenhang mit seiner nennenswertesten Regiearbeit, Street Trash, weil ansonsten hat er als Regisseur eigentlich nur bei einzelnen Episoden von Fernsehserien mitgearbeitet. Dafür ist er allerdings ein in Hollywood extrem bekannter Steadicam-Operator, der unter anderem bei nahezu allen großen Hits von James Cameron, von The Abyss über Terminator 2, True Lies bis hin zu freaking Titanic die Steadicam bedient hat, der außerdem aber auch noch an anderen Filmen wie Casino, Heat oder LA Confidential mitgearbeitet hat. Das ist, finde ich, auch einer der Gründe, wieso Street Trash, anders als sein Titel suggerieren mag, alles andere als Trash ist. Jim Monroe weiß, wie man eine Szene inszeniert, Jim Monroe weiß auch, wie man eine Kamera bedient und deswegen bekommt man in Street Trash, abgesehen von der wirklich ranzigen Story, einige wirklich wunderschöne Einstellungen präsentiert. Was mich allerdings als Horrorfan bei dem Film ganz besonders bei der verflüssigten Stange hält, ist die Tatsache, dass die Gore- und Special Effects einfach nur absolut brillant sind und etliche Jahre nachdem der Film produziert wurde, einfach immer noch wahnsinnig atemberaubend und bemerkenswert ist. Der Film ist perfekt für Fans des absurden Kinos, er ist allerdings auch... Ich sollte wirklich nie wieder Pflaumenwein trinken. Ist aber auch absolut hervorragend für Fans von großartigen Special Effects. In Deutschland hätte der Film übrigens vor etlichen Jahren über Rebell-Video auf VHS erscheinen sollen. Wurde für diesen Release natürlich auch massiv gekürzt. Ich habe eine Idee, dass man den Film dann nachher womöglich nicht mehr Body Melt Horror nennen hätte können, sondern komisch gekleidete Leute trinken was und verschwinden dann plötzlich. Und in dieser geschnittenen Fassung sogar von der FSK eine Altersfreigabe ab 18 Jahren bekommen hat. Trotzdem wurde diese VHS-Kassette von Rebell Video niemals an die Videotheken ausgeliefert. Es handelt sich also wahrscheinlich um die seltenste oder eine der seltensten Videokassetten, die es auf dem deutschsprachigen Markt jemals nicht gab. Und da erinnere ich mich noch an das alte, ich glaube, CT-Tape von Anthropophagus 2, aka Absurd, das zu einem absurden Preis von 3.000 € verkauft wurde. Da möchte ich ehrlich gesagt gar nicht mehr wissen, was man für ein altes Tape von Street Trash berappen muss. Im direkten Vergleich dazu wirkte das jetzt neu von 8 Films erschienene Mediabook des Films vergleichsweise harmlos und ganz ehrlich, das Ding kostet zwar 40 €, aber gebt mir ein paar Minuten Zeit, um euch diese Veröffentlichung näher vorzustellen und ich glaube, dieser Betrag relativiert sich in Kürze. Am 25. Oktober 2019 hat 8 Films dieses Meisterwerk im Blu-ray Mediabook veröffentlicht und ich freue mich, dass ich dieses Mediabook als Rezensionsmuster bekommen habe und deswegen euch in der heutigen Ausgabe von Playzockers Blu-ray Check auf verflüssigte Herzen und Nieren überprüfen und euch näher vorstellen kann. 8 Films veröffentlicht Street Trash in einem wattierten Mediabook. Und ja, ich weiß, ich bin generell kein großer Fan von wattierten Mediabooks, was allerdings nicht an dieser Verpackungsform per se liegt, sondern an der Tatsache, dass diese von den deutschen Labels
da, was für eine Überraschung, relativ inflationär eingesetzt wird und teilweise auch Artworks, die meiner Meinung nach nicht nach einem wattierten Mediabook schreien, Two-Disc-Sets mit mageren Booklets einfach als wattiertes Mediabook aufgelegt werden, damit man dafür im Endeffekt mehr Kohle verlangen kann. Das wattierte Mediabook ist meiner Meinung nach aber eine absolut großartige Verpackungsform für Filme, die in quasi an Bücher angepassten Editionen erscheinen, wie zum Beispiel die Eibon-Version von Lucio Fulcis Geisterstadt oder aber auch von einfach nur richtig fetten, protzigen Editionen, damit diese eben auch im Regal hervorstechen. Und ganz ehrlich, Street Trash ist eines dieser Mediabooks, die man als fett und protzig bezeichnen kann. Und im Gegensatz zu irgendwelchen Ghetto-Rappern ist das tatsächlich hier als Lob zu verstehen. Ich habe mittlerweile das Mediabook schon ein paar Mal gedreht und gewendet und ich glaube, ihr werdet mittlerweile erkannt haben, was für ein Koloss hier in meiner Hand sich bewegt. Das Booklet mit Texten von Nando Rona umfasst 80 Seiten und das Mediabook macht dadurch einen wirklich fetten und wirklich tollen Eindruck. Außerdem, finde ich, macht diese wattierte Haptik in dem Fall einfach was her. Vor allem, weil es 8-Films nicht nur bei der Wattierung belassen hat, sondern auch noch andere Veredelungseffekte eingesetzt hat. So bekommen wir auf dem Frontcover mehr oder weniger die vor dem Klo übrig gebliebenen Schuhe als Hauptcovermotiv mit der verblichenen Flasche vom Viper. Prost, allerdings das dann noch in einer mit Partial Gloss veredelten Fassung, wo man sogar bei der Arbeit mit dem Partial Gloss wirklich genau vorgegangen ist, was eben vor allem bei den verbleibenden Adern auf den Beinen ganz besonders deutlich zur Geltung tritt. Auch der Filmtitel wurde natürlich mit dem Partial Gloss verewigt, wobei die kleinen geschmolzenen Teile, die unterhalb der Füße und der Flasche liegen, eben ausgespart wurden. Das sorgt, finde ich, für eine absolut hervorragende Gruppierung der einzelnen Elemente, beziehungsweise dafür, dass sich die auch noch durch die Farbsättigung voneinander abheben und dafür, dass dieses Motiv einfach nur wirklich hervorragend aussieht. Wir können einmal einen Blick über den Spine werfen, der natürlich diese Kolosshaftigkeit des Mediabooks absolut perfekt darstellt, wo der Filmtitel ebenfalls mit Partial Gloss versehen ist, und auf das Backcover blicken, wo ebenfalls Partial Gloss für den Filmtitel bzw. die paar Screenshots aus dem Film eingesetzt wurde. Dazu bekommen wir hier die Hinweise auf das Bonusmaterial bzw. die Inhaltsangabe des Films. Und ganz im Ernst, das Bonusmaterial ist ein verdammter Wahnsinn. Wir bekommen, und das ist nur ein kleiner Teil, den kompletten Dokufilm von Produzent Roy Frumkes Meltdown Memories aus dem Jahr 2006 mit einer Laufzeit von über 2 Stunden, der sich wirklich hervorragend und detailliert mit der Produktion und der Geschichte dieses Films beschäftigt und außerdem sogar deutsch untertitelt wurde. Weitere geniale Specials sind unter anderem der Original 16 mm Kurzfilm, der 15 Minuten dauert. Es gibt Audiokommentare mit Jim Monroe, einen weiteren Kommentar mit Roy Frumkes. Es gibt diverse Deleted Scenes und Outtakes. Es gibt Trailer zum Film, aber es gibt dann noch Interviews unter anderem mit der Schauspielerin Jane Arakawa, mit ein Gespräch zwischen Roy Frumkes und Tony Timpone, beide Specials ungefähr eine halbe Stunde lang. Und was ich ebenfalls genial finde, ist, es sind noch 2 Weltpremieren auf dieser Blu-ray zu finden, nämlich ein Q&A von Cinema Wasteland, das zum 20. Geburtstag des Films produziert wurde, mit einer Laufzeit von fast 40 Minuten und dann 10 Jahre jünger noch einmal das 30th Anniversary Q&A, das sogar 50 Minuten läuft und selbstverständlich aufgrund der Aufnahmeweise wesentlich bessere Bildqualität bieten kann. Für einen Street Trash Fan kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, wie man diese Edition noch besser, noch umfangreicher, noch genialer gestalten hätte können. Für alle übrigens, die ein bisschen suchen wollen, ich spoilere an der Stelle nicht, versteckt sich noch der Kurzfilm Chunk Blow, der von Street Trash inspiriert wurde, auf der Blu-ray. Außerdem
liegt dem Mediabook natürlich noch eine DVD-Version des Films bei. Da gibt es allerdings als Bonusmaterial, nur unter Anführungszeichen, die komplette Meltdown Memories Doku, den Shortfilm, das Interview mit Jane Arakawa, die Trailer, die Deleted Scenes und die Outtakes. Auf die Q&As beispielsweise und weitere Interviews muss man da verzichten. Audiokommentare sind natürlich auch dabei. Da dafür einfach auf der Disk nicht genug Platz war. Jetzt allerdings, apropos Platz, wird's Zeit, in das Mediabook hineinzublicken, und da begrüßt mich auf dem Frontcover vom Booklet gleich einmal eine, wie ich finde, absolut geniale Tagline: In New York City geschehen Dinge, von denen Sie noch nicht einmal zu träumen wagen. Ja, beispielsweise, dass der Bürgermeister seine Cousine heiratet, aber egal. Wir finden auf der linken Seite die Blu-ray-Disc mit demselben Covermotiv, das wir bereits vorne auf dem Mediabook gesehen haben. Darunter No Bombs Allowed, ein kleines Schild auf dem eigentlich ganz nett verlaufend gestalteten, aber sehr einfachen Hintergrund. Auf der rechten Seite warten dann, und ja, ich weiß, ich bin immer wieder für Überraschungen gut. Bei der Nennung des Bonusmaterials habe ich ja ein kleines, unter Anführungszeichen, Detail, unter Anführungszeichen, ganz bewusst ausgelassen. Es ist nämlich neben dem Film und dem ganzen bereits genannten Bonusmaterial noch eine komplette Soundtrack-CD mit dem Soundtrack von Rick Aufweg zu dem Film, der insgesamt 24 Titel umfasst, mit dabei, was für mich als Soundtrack-Fan eine absolut geniale Beigabe ist. Außerdem eben dann auf der rechten Seite noch einmal die DVD-Version des Films mit einem alternativen, aber auch sehr bekannten Motiv zu dem Film und dem Wanted-Poster zu Fred the Bum. Jetzt stellen wir uns allerdings der Frage, beziehungsweise besser gesagt der Antwort auf die Frage, was es mit dem Booklet auf sich hat. Und da möchte ich zuerst noch einmal darauf hinweisen, wie großartig dieses fette Booklet hier in das Mediabook eingearbeitet und verarbeitet wurde. Man sieht nämlich, dass das Innenartwork des Mediabooks auf dickerem Papier gedruckt wurde, das sehr schön geklebt das Booklet dann umschließt und in das Mediabook einbaut, anders als das einfach nur ein geleimtes Booklet hineingeklebt wird. Da passen die einzelnen Elemente perfekt zusammen, vor allem weil das Booklet auch noch sehr, sehr hochwertig gemacht und produziert wurde, bestehend aus verschiedenen Teilen. Das ist großartig. Jetzt dann allerdings einen Blick durch das Booklet, und wir beginnen gleich mit einigen Fotos bzw. Poster und sonstigen Artworks zu dem Film, die teilweise wirklich selten und absolut interessant sind. Dann folgt, angereichert mit weiteren Bildern aus dem Film, ein kurzer Text von Nando Rona, der sich eben mit dem Film bzw. generell eben dem Body Melt Genre beschäftigt. Außerdem einige wuchtige Effekte aus dem Film noch daneben abgebildet. Und dann kommen wir zu einem weiteren sehr interessanten und nennenswerten Teil von diesem Booklet. Nach weiteren Text und weiteren wirklich vor allem auch hochwertig produzierten und gedruckten Screenshots mit weiteren Artworks geht es dann weiter mit einer Postergalerie und dem Interview, das Autor Nando Rona mit dem Produzenten und Drehbuchautor und eben dem Regisseur von der Doku Meltdown Memories, nämlich Roy Frumkes, geführt hat. Dieses Interview finden wir zuerst in den gelb unterlegten oder orange unterlegten Seiten in deutscher Sprache und in deutscher Übersetzung. Zwischendurch natürlich wieder das ein oder andere absolut großartige Artwork zu dem Film, beziehungsweise noch weitere Bilder, die wirklich ein cooles Archiv darstellen. Nämlich vor allem, was mir so gut gefällt, ist, dass vieles von diesem Bildmaterial absolut selten ist und trotzdem in perfekter Qualität vorliegt. Unter anderem nach dem Interview finde ich absolut großartig diese Painting Gallery von R.F. Pangborn, die wirklich fantastisch aussieht. Danach folgen einige Behind-the-Scenes-Fotos, bei denen es sich eben wirklich um extrem seltene Fotos aus den Privatarchiven der Macher des Films handelt, die auch zu Teilen wahrscheinlich noch nie veröffentlicht wurde. Dazwischen noch einmal das Artwork von Rick Melton, das Arrow Video beispielsweise bei ihrer DVD-Veröffentlichung verwendet haben. Und dann ganz zum Schluss bei dem roten Teil des Booklets gibt es dasselbe Interview mit Roy Frumkes noch einmal, dafür hier allerdings in der englischen Originalfassung, was ich eigentlich auch relativ cool finde. Und zum Schluss
Dann noch einige Sachen, die wirklich wahnsinnig sind. Einige Merchandises, Gimmicks zu dem Film und vor allem eine wirklich umfangreiche, umfassende Covergalerie mit zahlreichen verschiedenen Motiven, die zu diesem Film angefertigt, produziert und auch veröffentlicht wurden. Außerdem dann noch die zahlreichen verschiedenen Blu-rays und DVDs, Soundtracks und so weiter, die hier und da einmal veröffentlicht wurden. Und ganz zum Schluss, und das finde ich ebenfalls genial für alle, die die Soundtrack-CD zu dem Film separat aufheben wollen, gibt es da noch ein Front- und Backcover für ein Jewel Case für die CD, das natürlich außerdem das Jewel Case noch absolut großartig auf der Rückseite mit diesen Skateboard-Motiven, die man dann bei einem transparenten Jewel Case als Innenartwork hätte. Wirklich toll, aber selbstverständlich, so wie man mich kennt, weiß man, das ist natürlich ein absolutes Unding, diese Sachen hier aus dem Booklet auszuschneiden, weswegen auch eben vorgeschlagen wird in dem Booklet, dass man das Ganze natürlich auch scannen und kopieren und dann noch einmal ausdrucken kann. Wirklich ein absolut großartiges, fettes Booklet, ein großartiges, fettes Mediabook und ein Release, der mich persönlich, und ich weiß, nach ungefähr 15 Minuten Review ist das für euch nicht mehr ganz so leicht sich vorzustellen, sprachlos zurücklässt. Produziert wurde Street Trash im Jahr 1987 und auch wenn er in verschiedenen Ländern wie beispielsweise Amerika oder England schon vor einiger Zeit in High Definition auf Blu-ray veröffentlicht wurde, ist dieses Mediabook von 8 Films nun die deutsche HD-Premiere und da ist für euch definitiv interessant, in welcher Qualität und Form der Film hier auf dem HD-Medium präsentiert wird. Deswegen möchte ich euch wie gewohnt im Blu-ray-Check hier auf Playzocker Reviews einige Screenshots aus dem deutschen HD-Transfer direkt zeigen. Weise allerdings wie gewohnt darauf hin, dass ich diese Bilder zwar alle selbst gemacht und nicht irgendwie bearbeitet oder verfremdet habe, sie aber natürlich abspeichern, ins Video einfügen, dieses dann rendern und auf YouTube hochladen musste, weswegen die Bildqualität der Screenshots nicht mehr 1:1 mit der tatsächlichen Blu-ray-Bildqualität übereinstimmen kann. Wir können allerdings bereits auf den ersten Blick den Eindruck gewinnen, dass die Bildqualität von Street Trash absolut hervorragend ist. Ganz im Ernst, ich weiß natürlich, dass wenn ein Film einmal auf 35 mm Material produziert wurde, man so ziemlich alles für eine Standard Blu-ray aus dem Film herausholen kann und selbst eine 4K UHD Blu-ray noch absolut brillant aussieht, egal wie viel Budget für den Film dann letztendlich zur Verfügung stand, sofern es mit Beleuchtung und Ausgangsmaterial und Lagerung gepasst hat. Aber ich bin immer wieder absolut überrascht und überwältigt davon, wie toll auch einige Indie-Perlen dann wirklich in HD aussehen können. Und Street Trash ist genauso ein Beispiel. Ein Film, der vor allem bei näheren Aufnahmen ein absolut brillantes detailliertes Bild zeigt, das großartige Schärfe, natürliche und dynamische Farbwiedergabe zeigt, das einfach von der ersten bis zur letzten Sekunde begeistert. Die Körnung des Filmmaterials zeigt sich im Hintergrund nur ganz dezent, nimmt zu keiner Zeit auch nur ansatzweise störende Ausmaße an und die Bildqualität bleibt von Anfang bis Ende konstant auf einem großartigen und hohen Niveau. Der Film mit seiner Laufzeit von ca. 102 Minuten belegt knapp über 25 GB auf der Blu-ray. Es fallen keinerlei störende Kompressionsspuren wie Blöcke oder Artefakte auf, sodass man alles in allem abschließend mit der Bildqualität des Films mehr als nur zufrieden sein kann. Verzeihung, ich habe ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass das Fazit von diesem Review so schnell beginnt. Aber ganz im Ernst, ihr könnt euch das Fazit doch eigentlich einfach selber denken, während ich mich weiterhin hingebungsvoll meinem Pflaumenwein widme, weil ich glaube, es ist alles gesagt. Street Trash ist ein absoluter Meilenstein, der wahrscheinlich beste und vor allem gorigste Body Melt Horror, der jemals produziert wurde. Ein absoluter, genialer Indie-Streifen mit fantastischen Effekten, den ich einfach nur jedem Horror- und Splatter-Fan ans Herz legen würde, der jetzt als HD-Premiere von 8 Films in einem wirklich fantastischen Mediabook aufgelegt wird. Die Bildqualität der Blu-ray ist phänomenal, das Bonusmaterial einfach nur unbeschreiblich umfangreich. Außerdem gibt es dann zu allem Überfluss, Überfluss, get it, noch den Soundtrack als CD mit dabei und ein
80 Seiten starkes Booklet. Ganz im Ernst, ich verstehe immer wieder Leute, die drüber jammern, dass Mediabooks teuer sind, vor allem, oh nein, 40 € für ein markiertes Mediabook, das ist ja wirklich, wirklich viel. Nein. In diesem Fall, für diesen Umfang, für diese Edition, finde ich das ehrlich gesagt nicht nur normal gepreist, sondern eigentlich sehr fair und sehr toll für das, was 8 Films hier für einen Aufwand betrieben hat, für das, was sie sich angetan haben, alleine die Privatarchive ins Booklet abzudrucken, großartige Behind-the-Scenes-Fotos, weltexklusive, zum allerersten Mal veröffentlichte Specials und Goodies. Das ist meiner Meinung nach eines der absoluten Must-Have Mediabooks des Jahres 2019.